Hallo ihr Lieben. Heute erzähle ich euch die Geschichte vom Bommel, der kleinen Hummel. Habt ihr schon mal eine Hummel gesehen? Sie haben flauschige Körper und brummeln lustig in der Luft herum. Diese süße Geschichte stammt aus dem Kinderbuch Die kleine Hummelbommel, nur Mut, geschrieben von Britta Sabasch, Maide Kelly und Joël Tolonias. Ich habe es gelesen und kann es kaum erwarten, euch zu erzählen, was passiert. Seid ihr bereit? Dann los geht's. Bommel ist eine kleine Hummel mit ganz winzigen Flügeln, wie alle Hummeln, und die anderen Insekten lachen und spotten sie deswegen aus. Vielleicht kennt ihr das ja auch, wenn man zum Beispiel denkt, dass die anderen besser in Sport sind, schöner zeichnen können oder etwas schneller lernen. Eines Tages, als Bommel gerade aus ihrer Krabbelgruppe für kleine Insekten nach Hause geht, rufen die anderen frech von oben: Läufst du etwa nach Hause? Mit deinen winzigen Flügeln kannst du doch gar nicht fliegen. Die kleine Hummel fühlt sich deswegen ganz klein und traurig. Mit hängendem Kopf läuft sie heim. Unterwegs bleibt Bommel an einem Tautropfen stehen und betrachtet ihr Spiegelbild und denkt: Wie sollen diese winzigen Flügel mich je durch die Luft tragen? Auf ihrem Weg nach Hause trifft Bommel die Libelle. Ihre großen, prächtigen Flügel sind dazu da, über dem Wasser zu schweben und Mücken zu fangen. Ohne diese großen Flügel wäre das für sie viel zu anstrengend. Nachdenklich macht sich Bommel weiter auf den Weg. Als nächstes trifft sie Marienkäfer Marie. Sie hat tolle rote Flügel mit schwarzen Punkten. Marienkäfer Marie erklärt Bommel, dass ihre Farben und Punkte dazu da sind, alle zu warnen. Iss mich nicht, ich schmecke bitter. So wird sie nicht so leicht gefressen. Bommel trottet weiter. Tief in Gedanken versunken denkt er darüber nach, dass jedes Tier und auch jedes Kind seine eigenen Stärken und Besonderheiten hat. Da begegnet sie Pastor Fliege. Der erklärt ihr ganz weise: Jeder ist anders, kleine Hummelbommel, und das ist auch gut so. Fliegen kann man lernen. Besuche doch Ricardo Raupe, bevor er sich verpuppt, denn bald wird Ricardo ein Schmetterling sein. So rennt Bommel los. Und findet Ricardo, gerade noch rechtzeitig. Ricardo gibt zu, dass er auch ein bisschen Angst vor dem Fliegen hat, weil er gar nicht weiß, wie es gehen soll. Da wird Bommel klar, dass auch andere kleine Tiere manchmal etwas Bammel haben. Ricardo schlägt vor, dass sie vielleicht Gisela Grille fragen könnte, denn die singt oft fröhliche Lieder übers Fliegen. Gisela sitzt an einem Feldweg und zirpt leise vor sich hin. Gisela lacht und erklärt, dass ihre Flügel zum Musizieren da sind, aber nicht zum Fliegen. Du aber, kleine Hummelbommel, sagt Gisela, du kannst fliegen, du brauchst nur etwas Mut. Nachdenklich geht Bommel weiter und denkt über das nach, was Gisela ihr gesagt hat. Mut. Aber wie bekommt man diesen Mut? Da fällt ihr ein, dass Dr. Willi Weberknecht, der Arzt, ihr vielleicht helfen kann. Dr. Weberknecht sagt, dass er Bommel zuerst untersuchen muss. Er bittet sie schließlich, die Arme zu heben und mit den Flügeln zu schlagen. Und plötzlich brummt es laut und Bommel kann kaum glauben, sie fliegt. Dr. Weberknecht lacht. Siehst du, Mut trägt man im Herzen. Was für eine tolle Botschaft, oder? Voller Freude ruft Bommel, das muss ich Ricardo zeigen, und fliegt los. Als Bommel bei Ricardo ankommt, erkennt sie ihn kaum. Da sitzt ein wunderschöner Schmetterling unter einer großen Blume. Ricardo, schau, ich kann fliegen, ruft Bommel und dreht eine Runde. Ricardo wagt es auch. Mit Mut und einem tiefen Atemzug breitet er seine Flügel aus und fliegt zum ersten Mal, während Bommel überglücklich zusehen darf. Bald darauf geht die Sonne unter und Bommel macht sich auf den Heimweg.
Zu Hause warten Mama und Papa Hummel schon sehnsüchtig auf sie. Und schließlich erklärt Papa Hummel, dass Hummeln durch die vielen Blütenpollen, die sie sammeln, ganz rund und schwer sind und dass ihre Flügel besonders stark sein müssen. Glücklich kuschelt sich Bommel zwischen Mama und Papa und so schläft die kleine Hummelbommel friedlich ein, voller Mut und Vorfreude auf neue Abenteuer. Vielleicht denkt ihr manchmal auch, dass ihr etwas nicht könnt oder noch nicht gut genug seid. Zum Beispiel beim Schwimmen, beim Lesen oder bei einer neuen Sportart. Doch wie Bommel, die den Mut findet, ihre Flügel auszubreiten, könnt auch ihr es schaffen, wenn ihr euch Schritt für Schritt herantraut und an euch glaubt. Manchmal braucht man auch Freunde, die einen anfeuern, wie Bommel sie hatte. Also, egal wie klein oder unsicher wir uns manchmal fühlen, wenn wir mutig sind und uns selbst vertrauen, können wir Dinge schaffen, die wir uns gar nicht zugetraut hätten. Und das Wichtigste dabei ist, jeder von uns hat seine eigene Stärke und genau das macht uns alle besonders und wertvoll.